Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass ein Auto automatisch sauber aussieht, sobald die Felgen sauber sind? Jetzt kann man schlecht überall mal eben eine Felgenwäsche durchführen, aber dafür gibt es den Dr. Wack P21S High-End Felgendetailer, der genau diesen Zweck erfüllt. Und welche anderen noch, zeige ich dir mal unten an der Felge. Nochmal zum Thema generell Quick Detailer oder Detailer. Was soll das eigentlich für einen Zweck erfüllen? Es ist eine Mischung aus einem leichten Reinigungsprodukt und einem Lackschutz. Jetzt kann man einfach einen normalen Lackdetailer auch für Felgen anwenden. Problem daran ist aber, die sind nicht wirklich hitzebeständig, die Produkte. Das heißt, durchs Bremsen entsteht natürlich Wärme an der Felge und die würde diese Schutzwirkung relativ schnell zerstören. Die Reinigung, also so oberflächliche Reinigung, funktioniert auch beim normalen Detailer, aber wie gesagt, der Lackschutz ist halt nicht da. Und genau deswegen gibt es jetzt einen Felgendetailer, der hitzebeständig ist. Ich kann hier so eine leichte Verschmutzung, ne, die hier außen am Felgenstern ist, einfach abwischen, zeige ich euch gleich. Jetzt hier im Felgenbett ist es wirklich grenzwertig, ne, um auch einfach mal zu zeigen, da würde ich jetzt nicht mehr nur mit dem Detailer arbeiten. Das wäre jetzt was für eine richtige Felgenreinigung. Aber hier außen bei so leichten Verschmutzungen, gerade hier oben in dem Bereich, wenn man nur mal schnell zum Treffen fährt oder einfach sagt, hey komm, ich bin gerade zu Hause, sehe mein Auto, ich will einfach mal die Felge abwischen, dann kann ich das wunderbar benutzen. Außerdem macht es natürlich Sinn, eine Felge zu versiegeln. Und wenn ich dann eine Felgenversiegelung drauf habe, ist so ein Quick Detailer das optimale Produkt, um diese Versiegelung immer wieder zwischendurch aufzufrischen und einfach die Standzeit dadurch massiv zu erhöhen. Es dauert pro Felge vielleicht 2-3 Minuten, macht die Felge bei leichten Verschmutzungen wieder sauber und bietet selber einen Abperleffekt, der auch hitzebeständig ist. Bevor ich jetzt zur Anwendung komme, noch ein Hinweis. Habt ihr sehr empfindliche Felgen, hochglanzlackierte Felgen, die wirklich in einem, zum Beispiel in Schwarz, die in einem super Zustand, super gepflegt sind, dann bitte schonend waschen. Aber dann solltet ihr auch keine Felgenbürsten oder groben Pinsel einsetzen. Nur das als Hinweis. Aber ich sag mal, bei normalen Felgen, Alufelgen, glanzgedrehten Felgen oder auch alltagsmäßig zerkratzten Felgen ist das gar kein Problem. Man könnte den auch direkt auf die Oberfläche sprühen, rate ich jetzt eher von ab, weil wir dann Overspray auf der Bremsscheibe haben. Das macht nicht so viel Spaß, deswegen kurz vom Auto wegdrehen und einfach mal das Tuch, also gut schütteln wie immer, und einfach das Tuch ordentlich einsprühen. Wichtig ist natürlich jetzt darauf zu achten, bevor ich an die Felge gehe, dass sie kalt ist. Ne? Die sollte jetzt wirklich maximal Körpertemperatur haben und jetzt keine frische Autobahnfahrt hinter sich haben, weil dann brennt sich das Produkt natürlich ein. Und dann geht ihr einfach einmal durch. Ihr seht, was hier schon an Dreck runterkommt und faltet das Tuch nicht, sondern geht immer mit dem Finger ein kleines Stück weiter, sodass ihr vielleicht hier in dem Bereich 1-2 Speichen sauber macht und dann wieder durchrutscht, damit ihr euch einfach mit dem verschmutzten Tuch keine Kratzer in die Felgen packt. Sollte man das regelmäßig einfach einmal wechseln und dann gehen wir einfach einmal über die komplette Felge. Das Schöne ist, oder gut ist dafür natürlich ein ausgesondertes Tuch zu nehmen. Zum einen, weil das durch den Detailer auch ein bisschen mit versiegelt wird und danach nicht mehr so gut Wasser aufnimmt. Zum anderen sollte das dann nur für Felgen und nicht mehr für den Lack eingesetzt werden. Ich finde es immer ganz schlau, ein helles Tuch zu nehmen, weil ich dann eben die Verschmutzung optimal sehen kann und einfach nicht das Risiko habe, dass ich glaube, das Tuch ist noch sauber, aber dann mit dem Dreck die ganze Zeit über die Felgen reibe. Und wenn ich wirklich so regelmäßig die Seite wechsle, habe ich auch immer wirklich eine saubere Stelle und zerkratzt mir meine Felgen nicht. Das geht auch, wie gesagt, relativ schnell, so dass ich einmal rum bin. Das Tuch ist jetzt auf der Seite relativ schmutzig. Dann drehe ich das Tuch nochmal um, drehe mich wieder vom Auto weg, lege ein bisschen Produkt nach und kümmere mich dann hier um die Speichen. Übrigens auch, wenn ihr nach der Wäsche noch mal schnell nachwischen wollt, weil ihr sagt, ich habe hier noch ein paar Wasserflecken oder vielleicht doch mal eine Ecke übersehen, macht sich das auch sehr gut und ihr habt wirklich gleich eine Felgenversiegelung. Das funktioniert hervorragend. Dann auch fürs Bett, wenn man jetzt hier rankommt, kann man das Bett auch gleich mitmachen. Und im letzten Schritt, ne, das Tuch ist jetzt wirklich beidseitig schmutzig, das heißt, die Felge war auch schmutzig, auch wenn man es auf der Alufelge jetzt nicht so gesehen hat, nehme ich mir noch mal ein zweites Tuch und gehe einfach gerade auf den großen Flächen noch mal hinterher, wie bei jedem Versiegelungsprodukt, um wirklich nochmal, schön glatt ist es, nochmal eventuelle Schlieren auszupolieren. Muss man jetzt bei der Alufelge nicht wirklich machen, weil wir sehen auf der Oberfläche selbst eine Schliere nicht. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, macht das durchaus Sinn und ich kann auch nochmal kontrollieren, wie gut ich gewischt habe. Jetzt sollte das Tuch eigentlich nicht mehr schmutzig werden. Dann ist es wichtig, wenn ich wirklich auf Lackschutz oder Felgenschutz, also Abperleffekt aus bin, sollte ich im besten Fall 2 Stunden nicht fahren bzw. die Felge vor Nässe schützen, damit diese Versiegelungskomponente halt komplett ausreagieren, aushärten kann und dann am Ende auch wirklich perlt. Wenn es mir jetzt wirklich nur um den Reinigungseffekt geht, dann spielt es keine große Rolle, weil sauber ist die Felge danach in jedem Fall. Ja, und so habe ich jetzt hier mit ganz viel Laberei vielleicht in
5 Minuten eine Felge schnell mal sauber gemacht, gerade jetzt auf dem Treffen oder einfach mal zwischendurch, nochmal hier oben lang, ist das wirklich eine gute, schnelle Lösung. Und wir sehen, hier oben habe ich jetzt noch eine Dreckkante erwischt, weil ich hier oben nicht reingewischt habe und rangekommen bin, aber sonst ist das Tuch im Wind relativ sauber, schnelle Möglichkeit und wir warten jetzt mal die 2 Stunden und sprühen dann noch mal ein bisschen Wasser drauf und checken auch mal den Abperleffekt. Ja, ich muss sagen, aus 2 Stunden wurden dann tatsächlich 2 Wochen. Ihr seht, die Felgen sind wieder dreckig. Wir haben es tatsächlich verpasst. Aber jetzt gucken wir mal. Also wie gesagt, 2 Wochen ungewaschen. Ihr könnt sehen, Felgendetailer drauf. Ich würde sagen, sprühen wir mal drauf und das perlt. Ja, kann man nicht anders sagen. Wir haben hier ein schönes Beading und ich gucke mal, ob ich jetzt mit einem harten Strahl die Felge quasi sauber sprühen kann. Ja, also nicht 100%, aber man sieht schon, dass da Dreck mit runterkommt. Wobei doch hier, die Kante wird auch sauber. Vielleicht habe ich hier schlampig gearbeitet. Und auch die Kante hier, wenn ich da ein bisschen drauf sprühe. Funktioniert auf jeden Fall. Also starke Leistung am Ende für keine vollwertige Versiegelung, sondern eine Auffrischung und für die schnelle Reinigung. Ja, gefällt mir gut, muss ich sagen. Beading lassen wir euch noch mal ein bisschen genießen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Alle verlinkten Produkte findet ihr unten. Denkt an den Rabattcode Autolackaffen bei Waschguru, um 10% zu sparen und für alle Gewerbetreibende bei der ersten Bestellung, die ihr als Gewerbetreibende macht. Oder wenn ihr schon mal bestellt habt, das erste Mal Dicon mit in die Beschreibung reinschreiben in die Kommentare und dann bekommt ihr eine oder vielleicht sogar 2 Überraschungen je nach Bestellwert. Guckt euch das Video nochmal an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bis dann, haut rein.